Mit dem Elektroauto durch die Türkei. Tatsächlich machen wir das nicht zum ersten Mal. Wir waren schon 2023, 2024 und 2025 elektrisch unterwegs und das hier ist mittlerweile unsere 4. Reise durch die Türkei. Und wenn man das in Deutschland erzählt, kommt relativ häufig die Frage, findest du da überhaupt Ladesäulen? Spoiler, das war auf dieser Reise einer unserer kleineren Probleme. Eine Ladesäule wollte irgendwann überhaupt nicht mehr. Da durfte ich erstmal den türkischen Sport bemühen. Zum Glück sprechen die aber auch Englisch. Und irgendwann standen wir einfach nur noch da und sind mit unserem Auto nicht mehr vorangekommen. Aber nicht wegen einem leeren Akku. Und genau solche Videos möchte ich in Zukunft hier auf diesem Kanal öfter machen. Weniger Theorie und Datenblatt, sondern viel mehr echte Erfahrungen aus dem echten Leben. Also, lasst uns gemeinsam anschauen, wie Elektromobilität 2026 in der Türkei aussieht. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, das hier ist übrigens nicht unsere erste elektrische Türkei-Reise. 2023 und 2024 waren wir noch mit dem EQB 250 unterwegs. 2025 dann mit dem Ford Capri und ich habe diese Reise jeweils ziemlich ausführlich dokumentiert. In den ganzen Videos findet ihr wirklich die komplette Nerd-Version mit jedem Ladestopp, Verbrauch, Kilowattstunden, Kosten und allem, was unterwegs passiert ist. Wenn ihr also tiefer rein wollt, packe ich euch die Roadtrips als Playlist unten rein. Dieses Mal möchte ich aber gar nicht wieder jeden einzelnen Ladestopp auseinandernehmen. Nach mittlerweile 4 Reisen interessiert mich viel mehr, wie hat sich Elektromobilität in der Türkei eigentlich entwickelt und wie fühlt sich es heute wirklich an, hier elektrisch unterwegs zu sein. Fangen wir direkt mit dem Punkt an, bei dem die meisten wahrscheinlich ein Fragezeichen haben, und zwar Laden. Denn gerade da merkt man deutlich, was sich in den letzten Jahren getan hat. Den Tesla-Ladepark, den ihr hier hinter mir seht, den gab es letztes Jahr, glaube ich, noch gar nicht, denn wir sind hier mitten in Uşak. Als wir 2023 das erste Mal in die Türkei gefahren sind, war das hier eine komplett andere Hausnummer. Heute fahren grob 500.000 elektrische Autos in der Türkei und circa 50.000 Ladestationen sind vorhanden und davon ist auch circa die Hälfte auch Schnellladestationen. Und mehr Statistik brauchen wir an dieser Stelle gar nicht. Entscheidend ist, hier in der Türkei geht es mächtig vorwärts. Und ähnlich wie bei uns in Deutschland gibt es nicht den einen Ladeanbieter, den hier alle ansteuern, sondern viele. Tatsächlich sehr viele. Und natürlich haben alle ihre eigene App und ihr eigenes Bezahlsystem. Ihr habt hier in der Türkei zum Beispiel ZES, Tugo, eCharge, Voltron, Vrat und noch viele weitere. Und noch ein Tipp, der auf einem E-Auto-Roadtrip ziemlich schnell wichtig wird, mobiles Internet. Denn bei vielen Ladesäulen hier startet ihr den Ladevorgang über die jeweilige App und ohne Datenverbindung wird das natürlich schwierig. Ich nutze dafür schon seit Jahren AirAllo eSIMs. Ganz wichtig, keine Kooperation, nicht gesponsert, ist einfach nur, dass ihr wisst, meine Erfahrung, was ich nutze. Ihr könnt auch Sally nutzen oder was auch immer ihr besser findet. Die könnt ihr euch schon vor der Reise bequem einrichten, die eSIMs, zum Beispiel für die Türkei oder Serbien, so wie ich das mache, und vor Ort direkt nutzen. Falls ihr AirAllo ausprobieren möchtet, mit meinem Code bekommt ihr 3 € Rabatt und ich bekomme ebenfalls 3 € Guthaben. Ihr spart also etwas und unterstützt gleichzeitig den Kanal. Dankeschön. Und hier ein Pro-Tipp an dieser Stelle, ladet unbedingt die Apps vorher herunter, erstellt euch einen Account und fügt hier eure Zahlungsmittel hinzu, damit ihr das nicht bei 35, 40 Grad in der prallen Sonne machen müsst, voller Stress, mit Freundin, Frau, Kindern im Auto. Leute, es ist jetzt wieder ein richtiges Ladekrimi geworden. Also bei mir läuft die Suppe runter, es sind 36 Grad im Schatten. Spannend ist, dann kam meine Frau, dann sind wir nochmal den ganzen Prozess mit Kreditkarten hinterlegen, was ich eigentlich schon gestern Abend gemacht hatte, um genau in die Situation nicht zu kommen. Da haben wir es nochmal zusammen gemeinsam gemacht. Ihr wisst ja, 4 Augen sind besser als 2 Augen. Und dann haben wir es Gott sei Dank hinbekommen. Das muss echt nicht sein. Ich habe das erlebt. Ich möchte nicht, dass ihr es erleben müsst. Wir schauen nicht vor jeder Etappe, ob die Ladesäule von diesem Hersteller dort ist oder die Ladesäule von jenem Hersteller. Wir planen hier etwas anders. Wie genau wir das machen, das zeige ich euch später noch. Versprochen. Leute, wisst ihr, was so cool ist hier in der Türkei? Die Ladesäulen, die sind immer an einer Tankstelle. Schaut mal nach hinten. Kann man auch was zu trinken holen. Die Kinder müssten sowieso auf die Toilette. Und wo wir es hier von Elektromobilität haben, oh Leute, es ist so hell. Es gibt hier etwas, das wäre in Deutschland absolut undenkbar. Wie Ipek schon gesagt hat, wir sind hier an der Tankstelle und haltet euch fest, in jeder Tankstelle in der Türkei, egal wo, ist die Toilette kostenfrei. Undenkbar. Voll krass, dass man im Jahre 2026 dafür, dass man auf die Toilette gehen möchte, Geld bezahlen muss.
Das gehört auf jeden Fall abgeschafft. In Deutschland sollten wir für den Gang zur Toilette kein Geld bezahlen müssen. Echt übel. Vor allem, wisst ihr, die ganzen Erdölkonzerne verdienen sich dumm und dämlich. Ja, gerade an Autobahnen kostet Benzin, Diesel 20, 30 Cent mehr und dann soll man immer noch für die Toilette bezahlen. Das macht gar keinen Sinn. Es ist einfach nur asozial. Es ist wirklich asozial. Sowas gehört sich nicht. Und hier noch ein kleiner Fun-Fact, über den ich tatsächlich selber gestolpert bin. Diese Ladesäulen hier heißen Beş-Şarj, also 5 LED. Und wenn euch der Name erstmal gar nichts sagt, dahinter steckt tatsächlich unter anderem unsere NBW aus Deutschland. Heißt also, selbst mehr als 2000 Kilometer von zu Hause entfernt läuft man plötzlich wieder der NBW über den Weg. Fand ich irgendwie ganz witzig. Und jetzt kommt eigentlich der noch spannendere Gedanke. Wenn die NBW hinbekommen könnte, dass sie Serbien und Bulgarien noch in die Mobility Plus App aufnehmen und Beş-Şarj auch noch die Ladesäulen davon, könnte man theoretisch von Deutschland bis in die Türkei mit einer einzigen App und einer Ladekarte durchfahren. Kein App-Hopping, keine 5 neuen Accounts unterwegs, einfach laden und weiter. Das wäre für so einen Roadtrip schon ziemlich genial. Und eine Sache finde ich besonders spannend, und zwar die Autos, die hier in der Türkei rumfahren. Während bei uns in Deutschland schon die heimischen Hersteller wie VW, Skoda, Mercedes, BMW, sag ich mal, den Markt für sich erobern, sieht das in der Türkei tatsächlich komplett anders aus. Denn allem voran, die Marke TOG ist hier unangefochtener Platzhirsch. Und TOG gibt es ja auch schon mittlerweile bei uns in Deutschland zu kaufen, sowohl den T10X als auch den T10F. Aber während man in Deutschland noch sich so nach diesem Auto umdreht und denkt, hä, was ist denn jetzt für ein Modell, was ist das für eine Marke, sieht man das hier in der Türkei wirklich überall. Und das finde ich persönlich ziemlich spannend. Warum? Weil die Marke TOG doch recht jung ist im Vergleich zu allen anderen. Und dennoch geben die Leute hier dem heimischen Hersteller eine Chance und sagen, ah ja, wird schon passen, die Autos werden schon gut sein, werden schon sicher sein und werden mich von A nach B bringen. Ich weiß nicht, ob ich diesen Mut auch aufbringen würde. Und dennoch gibt es hier Hersteller, die wir in Deutschland so gar nicht kennen. Zum Beispiel, kennt ihr einen KGM Torres EVX? Also ich habe davon noch nie was gehört. Außerdem fährt hier und dort mal einem ein Auto entgegen, wo man die Marke oder das Modell auch nie gesehen hat. Zum Beispiel ein Skywell. Ich blende euch das mal kurz ein, den ich erwischt habe, als ich selbst geladen habe. Ich finde es einfach total spannend, wie sich der Markt hier komplett anders entwickelt, wie bei uns in Deutschland. Aber gerade das macht auch ein bisschen den Reiz bei dem Roadtrip aus, weil man dann immer wieder was Neues sieht, so im Elektromobilitätsmarkt, und dann mal hier und dort schaut, was für ein Auto oder eine Marke, Modell lädt denn hier gerade neben mir. Kennt ihr vielleicht noch weitere Marken und Modelle, die ich jetzt vielleicht in der Türkei noch nicht so vor die Linse bekommen habe? Schreibt mir es gerne in die Kommentare, ich freue mich schon riesig. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon in der Türkei ein bisschen rumfahre, dann möchte ich nicht die ganze Zeit rumplanen. Und da möchte ich euch etwas zeigen, und ich weiß, die meisten von euch kennen das schon, aber nicht alle. Und zwar ist es die App A Better Route Planner. A Better Route Planner, eigentlich in einem Satz erklärt, macht jedes Elektroauto zu einem übersmarten Elektroauto mit einer sehr guten Laderoutenplanung. Warum? Man kann eingeben, welche Ladeanbieter man ansteuern möchte. Man kann eingeben, welche Ladeanbieter man nicht ansteuern möchte. Es liest permanent die Daten vom Auto aus. Dazu kommen wir sofort, wie er das macht. Und man kann seine präferierte Fahrweise angeben, ob man lange stehen möchte, kurz stehen möchte und so weiter. Mega geil. So, das alles hört sich ja wie gesagt mega geil an. Wo ist der Haken? Der Haken ist, man braucht zum einen einen Bluetooth-Dongle. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Ich habe das bei mir schon angesteckt. Das bedeutet, man muss hier 20, 30, 40, 50 Euro hier investieren. Den Bluetooth-Dongle, den ich packe ich unten in die Videobeschreibungsbox. Wie gesagt, der funktioniert zumindest bei mir wunderbar. Das Tolle ist, wenn ihr diesen Bluetooth-Dongle aber schon mal habt, könnt ihr damit auch euer Auto auslesen. Und das ist schon mal richtig geil. Also, es ist nicht weggeworfenes Geld. Das Zweite ist, um diese Navigationsfunktion von der Better Route Planner zu nutzen, braucht ihr ein Abo. Das kostet 4,99 glaube ich oder 5,99 im Monat. Toll ist, es ist monatlich kündbar. Also was habe ich gemacht? Ich habe es jetzt abonniert für einen Monat und nach dem Urlaub kündige ich es wieder. Also Jackpot. Jetzt kommt aber der letzte und in meinen Augen der schwerwiegendste Haken. Und zwar, man braucht eine Datenverbindung und man braucht extrem viel Daten. Ich habe von Deutschland bis in die Türkei circa 2 GB an Daten gebraucht. Also das ist wirklich sehr viel. Und der Grund ist einfach, A Better Route Planner bietet noch keine Offline-Karten an und so weiter. Vielleicht wird es in Zukunft besser, bla bla bla, egal.
Und jetzt zeige ich euch einfach ganz kurz die Planung bei uns von Edirne nach Samsun. Ich habe Zez, Trugo und Charge als meine Lieblingsanbieter hier markiert, weil da habe ich die Apps, dort habe ich meine Kreditkarten hinterlegt. Let's go. Liebling, halt mal hier dran bitte. Jetzt wird hier die Route berechnet und wir können jetzt hier sehr gut die Planung sehen. Er schlägt hier 3 Ladestops vor. Ich denke, wir werden es auch nur mit 2 schaffen, weil wir sind ja noch am Laden. Das bedeutet, irgendwann nach Istanbul werden wir laden müssen und irgendwann so zwischen Istanbul und Samsun. Und dann wären wir mit 10% hier in Samsun angekommen, was ich natürlich noch selber beeinflussen kann. Ich kann auch sagen, ich möchte mit 20-30% ankommen. Und wenn ich jetzt hier die Fahrt starte und meine allerliebste Funktion ist hier oben dieser Kreis. Da seht ihr, der ist zurzeit durch 2 geteilt. Das bedeutet, da gibt es 2 Ladeplätze. In Serbien hatten wir zum Beispiel einen Ladeplatz, der hatte, glaube ich, 10 oder 20 Stecker. Dann waren hier 10, 20 Karos hier eingeteilt. Und rot bedeutet hier, beide sind derzeit belegt. Natürlich hoffen wir, dass bis wir dort ankommen, dass einer davon grün angezeigt wird. Wir sehen auch, mit wie viel Prozent wir ankommen und wie viel derzeit in der State of Charge ist. Und in der App sieht das Ganze wie folgt aus, während es im Hintergrund in Apple CarPlay läuft. Ihr könnt dann auch hier die Ladesäulen hier einmal durchswipen, bekommt dann hier die ganzen Informationen. Und das Coole ist, ihr bekommt auch die ganzen Live-Informationen vom OBD-Dongle. Jetzt habe ich mit dem Mund vor sich geredet. Ich würde sagen, wir stecken jetzt mal ab und fahren Richtung Samsun. Und ich genieße meinen Kaffee. Hey Leute, wir haben leider ein Problem. Und das ist zum ersten Mal passiert hier in der Türkei im Urlaub. Und zwar die Ladesäule funktioniert nicht. Und der Uhr, der telefoniert gerade mit der Hotline. Mal sehen, ob er ein Update hierzu hat. Ich bin gerade richtig mies drauf. Bei mir, ihr seht, das T-Shirt ist schon komplett nass. Hier läuft mir die Suppe runter. Die Pick hat euch ja schon eingeweiht, die Ladesäule geht nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe die Hotline angerufen. Die steht immer irgendwo auf der Ladesäule. Und dann ganz wichtig für alle, ihr könnt dann beide Hotline auswählen zwischen Türkisch und Englisch. Und dann möchten die einfach nur, dass ihr die Socketnummer mitgebt. Ich blende euch das mal an dieser Ladesäule beispielhaft ein. Und dann starten die das Ganze aus der Ferne neu und richtig lustig. Das konnte ich jetzt leider für euch nicht einfangen, weil ich die Kamera hatte. Der hat dann gesagt, ich fahre auch noch ein Update auf die Ladesäule. Ich fand das total lustig. Ich komme nämlich aus der IT, wie ihr wisst. Und dann habe ich so einen Ladebalken gesehen, habe mich gefühlt wie bei Windows. Das hat jetzt ein bisschen meine schlechte Laune jetzt, sag ich mal, ein bisschen vertrieben. Die Ladesäule reagiert wieder und so weiter. Ich gehe jetzt davon aus, dass alles funktioniert. Uns war es wichtig, diese Erfahrung mit euch zu teilen, wenn euch das unterwegs in der Türkei passiert, dass ihr wisst, wie ihr euch zu verhalten habt. Hotline anrufen, auf Englisch auswählen, die Socketnummer durchgeben, also Steckernummer und that's it. Und dann starten wir das im besten Fall neu und ihr könnt es dann wieder benutzen. Und jetzt meine Frage an euch. Mein Gott, ich gehe hier echt ein. Ist euch das schon mal vorgekommen? Mich würde das wirklich brennend interessieren. Schreibt mir es gerne in die Kommentare. Eure Erfahrung würde mich echt freuen, wenn ihr das mit uns teilt. Weiter geht's. Freunde, was jetzt gerade passiert ist, das muss ich auf jeden Fall mit euch teilen. Und zwar wurden wir zugeparkt auf eine andere Art und Weise. Wir haben hier ein Elektroauto, das hat sich hier mit dem Typ-2-Kabel verbunden und dann unter unserem Auto hat er das dann reingeworfen und lädt dann hier an dieser öffentlichen Ladesäule. Wir kommen da jetzt nicht raus, weil das Kabel halt mehr oder weniger in der Luft hängt und wenn ich da jetzt drüber fahre, dann reißt sich von dem TOC 10X wahrscheinlich den Onboard-Charger raus. Das wollen wir nicht. Und jetzt kommt Pro-Tipp für euch. In der Türkei könnt ihr Notruf anrufen, die 112. Und dann leiten die euch zum Ordnungsamt von dem jeweiligen Bereich weiter. Und jetzt wird es ganz spannend. Dem Ordnungsamt sagt ihr dann Kennzeichen, Automarke und Modell
und dann bekommt der Halter dieses Fahrzeugs jetzt eine Benachrichtigung und sagt, ey Digga, fahr mal deine Karre weg. Ja, ich hoffe mal, dass der Kollege, die Kollegin jetzt demnächst kommt, sodass wir weiterfahren können. Ich zeige euch nochmal, wie das Kabel hängt, einfach nur, dass ihr sehen könnt, dass es echt kritisch ist. Und zwar hat er das hier so angeschlossen und hier sieht man, hier ist es am Boden, hier könnten wir tatsächlich drüber fahren und wäre gar kein Problem. Aber auf dieser Seite hängt das halt in der Luft. Ein Drüberfahren ist hier wirklich unmöglich, denn wenn ich es hier drüben runterziehe, dass ich hier fahren kann, dann, wenn ich jetzt mal rüberhalte, dann ist es drüben in der Luft. Also merkt euch das für euren nächsten Türkei-Urlaub. Einfach die 112 anrufen, dann werdet ihr mit dem Ordnungsamt weiter verbunden, Kennzeichen durchgeben und dann warten, dass hier der Halter des Fahrzeugs kommt oder die Halterin. Much later. So Leute, wir haben ein Problem. Mein Mann hat es euch schon gesagt. Wir kommen hier leider nicht mehr raus, weil er uns zugeparkt hat. Jetzt hat er dort im Service angerufen, also Hotline, versucht es irgendwie zu klären. Mal schauen, ob es was wird. Vor lauter Stress hat jetzt die IPEC hochkant gefilmt, weil ich gesagt habe, hey, nimm das mal ganz kurz auf. Ich erzähle euch jetzt den geilsten Live-Pro-Tipp, wenn euch das mal geschieht. Und zwar, nachdem wir jetzt hier eine halbe Stunde gewartet haben für nichts, ich habe zweimal bei Notruf angerufen, der Kollege, die Kollegin hat 2 SMS erhalten und ist jetzt immer noch nicht aufgetaucht. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wieso rufe ich einfach nicht beim Betreiber an, bei SES? Habe ich gemacht, habe gesagt, ey Leute, ich habe hier geladen und mein Kabel hängt leider noch an der Ladeeinrichtung fest. Könnt ihr das mal bitte rauslassen? Und das haben die dann gemacht. Also merkt euch das, gebt euch einfach aus, dass es eure Ladung wäre. Ist jetzt nicht ganz korrekt, aber Leute, es ist wie es ist. Man muss irgendwie versuchen, sich selbst zu helfen. Und jetzt meine Frage, was hättet ihr an meiner Situation gemacht? Schreibt mir es bitte unten in die Kommentare. Kommen wir langsam zum Ende und auch nach 4 Jahren elektrische Fahrt in die Türkei und durch die Türkei gibt es einen interessanten Punkt. Denn 2023 war noch viel mehr, wo können wir laden, wie müssen wir das Ganze planen, kommen wir komfortabel hier durch das Land. Aber heute denken wir ehrlich gesagt kaum noch darüber nach. Nicht, weil alles so entspannt funktioniert, tippitoppi. Das habt ihr im Video gesehen. Ja, ich glaube, einen besseren Beweis für die Elektromobilität, dass auch mal etwas schieflaufen kann, gibt es nicht, wenn man sich einfach die ganzen Videos von mir anschaut, sondern weil einfach die Elektromobilität für uns über die Jahre normal geworden ist. Wenn eine Säule nicht funktioniert, dann ruft man die Hotline an. Und wenn man eine längere Strecke fährt, dann plant A Better Route Planner hier die ganze Fahrt für uns. Und wenn etwas doch Unvorhergesehenes passiert, ja, dann ist das einfach Teil des Roadtrips hier für euch auf YouTube. Und genau deshalb wollte ich euch hier in diesem Video mitnehmen und euch zeigen, nicht wie oder welche Ladeanbieter hier gut sind, ja, welche Automarken toll sind oder wie weit sie kommen, sondern welche Erfahrungen wir hier in der Türkei gemacht haben, so dass ihr das mitnehmen könnt und idealerweise das mitnehmt und nicht in Panik geratet, wenn ihr sowas Ähnliches auch erlebt. Denn ehrlich gesagt, nach den vielen Jahren geht es für mich hier auf diesem Kanal nicht nur ums Erklären, sondern auch darum, das Ganze für euch ja ein Stück weit auch erlebbar zu machen. Wenn ihr nun weitere Pro-Tipps für uns habt, für unsere Roadtrips zukünftig, dann schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Wir freuen uns schon riesig, diese zu lesen und diese dann auch anzuwenden. Ansonsten danke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal für zukünftige Roadtrips. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Was? Leute, es ist halt so, ja, der Mensch ist halt so gebaut, dass er halt mal auf Toilette gehen muss. Jetzt zeig ich mir den Mund. Hallo Leute, wir warten wie immer auf Ud. Der ist schon wieder am Filmen. Ich weiß nicht, was er gerade erzählt, aber wir wollen jetzt weiter. Komm schon, die Scheiben könnte man gerade wieder sauber machen. Auf geht's!